Heute machen wir eine Rinderbratwurst. Habe da mal ein bisschen was vorbereitet, was da an Gewürzen reinkommt. Zum einen eben halt der Steinsalz, ja, ein sehr gutes Steinsalz aus 1500 Meter Tiefe. Ich sage mal, von meiner Seite aus, glaube ich, ist das mit einer der besten oder saubersten Salze. Ich kenne mich da nicht so gut aus, was Oberflächensalze angeht, wie Meersalz oder Salz aus dem Tibet. Aber wie gesagt, dann zu ein bisschen Pfeffer habe ich hier. Dann habe ich hier Macis, das ist Muskatblüte. Dann habe ich hier ein bisschen Curry, ein bisschen Piment und ein bisschen Bärlauch. Ansonsten kommt dann noch ein bisschen Ingwer mit rein und das war es dann schon. Dann habe ich hier die Mischung fertig, alles durch die Mühle gelassen. Hier ist praktisch die Mischung fertig, das ist jetzt die Menge für 12 Kilo. Und dann kommt dazu noch anstatt Fremdwasser ein bisschen Tomate. Ja. Und ganz zum Schluss habe ich hier eine Sojasauce, da lege ich Wert darauf, dass sie halt wenig gesalzen ist und dass sie natürlich ist. Ja, das runde ich es ab und ja. So, dann werden wir mal das Fleisch holen. Das Fleisch aus der Truhe. So. Und so gleich zumachen. So. So, das ist jetzt das Rindfleisch, schon klein geschnitten. So, das fülle ich jetzt in die Wanne hier rein. So. Dann kommt jetzt die Gewürzmischung. Das Fleisch wird vor dem Wolfen gewürzt, somit sich die Würzung gleichmäßig und gut verteilen kann. Und nach dem Wolfen kommt dann die Tomate dazu und die Sojasauce. Die Rinderbratwurst 100% Rind. So, muss man auch schauen, dass man ein bisschen fettiges Rind dabei hat. Gerne wird genommen Schulter. So. So, jetzt wird das Ganze gewolft.
Nachdem das Fleisch jetzt durch den Wolf gelassen worden ist, mit den Gewürzen zusammen, kommt es wieder zurück in die Wanne. So. Und jetzt kommt Tomate dazu. Und jetzt kommt etwas von der Sojasauce dazu. So, ich mache am Anfang erstmal ganz wenig. Mische das Ganze jetzt im Zusammenhang mit der Gewürzmischung. Ist halt sehr mager, die Rinderbratwurst, ja. Das ist ein Grund, warum die bei mir in der Pfanne zubereitet wird. Da kann ich das ein bisschen variieren und ab und zu ein bisschen mit Wasser ablöschen, dass sie nicht zu trocken wird. Aber nun ja, man könnte jetzt auch sagen, Diätbratwurst. So, jetzt probiere ich mal kurz. Ja, ausreichend, super. Hast du eine Kochausbildung? Ja, ja. Ich habe 5 Jahre gelernt. Im Weinhaus St. Peter, kann man gerne sagen, das Sternelokal. Als ich in die Küche kam, ich habe ja 3 Jahre Restaurantfachmann gelernt, dann 2 Jahre Koch. Und ich habe dann gleich im zweiten Lehrjahr angefangen. Und als ich dann im 3. Lehrjahr war, theoretisch, aber praktisch im 2., in dem Jahr haben wir einen Stern erkocht. Es war ein sehr schönes, entspanntes Jahr. Wir durften alles. Ja, das war echt toll gewesen. Er hat übrigens den Stern immer noch, obwohl ich nicht mehr da arbeite. Jetzt kommt die Wurstmasse da rein. Ja. So. Dazu mache ich mir jetzt hier eine große Kugel, so dass keine Lufteinschlüsse drin sind. So. Und jetzt wird die hier in den Zylinder richtig reingeknallt, angedrückt, so dass keine Lufteinschlüsse drin sind. Dann kommt die nächste Portion, teile ich mir einfach hier so eine Kugel wieder ab. Und nochmal, zack. So. So, ein vorletztes Mal, dass auch kein Krümelfell geht. Ja, aber frischer geht nicht. Ich habe hier genug. So, kann an der Seite habe ich jetzt ein bisschen was von dem Fett der Masse eingerieben, dass dann das Gummi hier an der Seite auch wunderbar da sozusagen wie geölt reingeht. So, der kommt jetzt hier an die Seite rein. Sind so ein paar Ösen an dem Zylinder und hier diese Schrauben. Hier wird es erstmal reingestellt und dann wird es ganz langsam nach oben geklappt. So, jetzt sitzt der Zylinder und dann drehe ich den Stempel langsam runter und drehe dann, bis ich zum ersten Widerstand komme. Jetzt hängt die Platte vom Stempel auf der Masse im Zylinder. Ups, genau so. Genau. Kommt nur noch die Tülle drauf. Ja, das ist jetzt hier meine Wursthülle. Die wird dann hier festgedreht. Zack. Wobei das füllfertige Därme sind. Das heißt, die sind nur noch leicht gesalzen oder stark gesalzen. Also die sind dann nur noch gesalzen gewesen. Der Arm kann locker 10-12 Meter lang sein. So. Jetzt nehme ich mir einen einzelnen Darm raus, so dass er leicht geöffnet wird, dass ein bisschen Wasser hier einfließt. Ne? So. So. Und auch hier immer darauf achten, dass keine Luft mit eingeschlossen wird.
Wenn man jetzt hier sieht man den Wassersack, das Wasser, was ich eingefüllt habe, das zieht die Luft raus. Ja, da gehen schon einige Meter auf so einen. So. Zwar, ich ziehe den Darm ein wenig nach vorne. Dann gehe ich mit dem Daumen hier lang. Mache hier vorne dann einen Knoten rein. So. Und dann ziehe ich den nach hinten, so bis zum Anschlag. So. Dann setze ich jetzt hier die Wanne drunter. Kurbel ab. Während ich drehe, ziehe ich den Darm nach vorne. So, das war's. So, das kommt jetzt ganz kurz in die Kühlung, während ich das Portionieren der Wurst dann vorbereite. Bereite ich meine Schneidestation vor, um die Würste zu portionieren. So, ein nicht allzu scharfes Messer nehmen, falls man mal daneben schneidet. So, dann die Waage hier aktivieren. So, und jetzt wird die Waage aktiviert. Wunderbar. Jetzt geht es zum Portionieren. So, mal gucken. Und mal hier nach dem Anfang. Ah, hier, wunderbar. So, die erste Wurst wird immer nach Gefühl gemacht, geguckt, wie schwer sie ist. So, gucken wir mal. So, 117, wunderbar. Sollte zwischen 110 und 120 Gramm liegen. Die nehme ich jetzt mal als Muster. So, und dann geht es weiter. Das 21 lassen wir gelten. Ja, ein bisschen zu viel. Dann nehmen wir ein bisschen Hack ab. Das hier sind unsortierte Därme. Die haben dann immer so eine kleine Schwankung. So. Und die Größe der Würstchen ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Kaliber. So, das geht ja nichts verloren, weil die Masse, die übrig bleibt, die wandert dann in die Merguez-Bulettenmasse mit rein. So.
So habe ich dann hier Gefrierbeutel. So. Ja, da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Am Anfang bei mir auch alles etwas länger gedauert. So, pro Paket 6 Würste von mindestens 110 Gramm. Jetzt hier Wurstgarn oder Wurstschnur. So, und dann wird gebunden. Auch hier gucken, dass die Luft rausgedrückt wird. Jetzt Nummer 2. So, damit ich nachher die Rind von der Merguez unterscheiden kann, bekommt die Rinderbratwurst ein einfarbiges Band zum Abbinden. Und die Merguez, weil da Rind und Lamm drin ist, hat ein zweifarbiges. Weil wenn die gefroren sind und beide so dunkel sind, dann kann man sie sehr schlecht auseinanderhalten. So, dann wollen wir mal Probe machen. Was hat man gesagt? 660 sollten sie mindestens haben. Und was haben sie? Na, 700. Also sie sind gut abgewogen. Das letzte Paket müsste locker drüber sein. Ja, 27. Also. Hab wieder Wurst verschenkt, aber egal. Wie hat mein Papa immer gesagt, in kleinen Sachen muss es krachen lassen. Na dann. Darf es etwas mehr sein. Und ich finde, es ist eine ehrliche Bratwurst, ohne Fremdwasser, ohne irgendwelche Zusätze, ohne Geschmacksverstärker, gar nichts drin. Auch keine irgendwelche Mittel, die die Sachen haltbar machen. Muss auch nicht, weil wird jetzt eingefroren und morgen kommt es auf den Grill. Und maximal, ich stelle jede Woche Bratwurst her, wechselt das immer ab. Maximal ist eine Wurst maximal 4 Wochen alt. Von daher tiefgefroren, wohlgemerkt. Ja? Muss also nicht 3 Wochen im Kühlregal halten. Hauptzutat vom Senf, natürlich das gute Berliner Wasser. So. So, erstmal Wasser warm machen. So, zum Herstellen von meinem Senf braucht man 5 Zutaten, würde ich sagen, wenn man Wasser mal weglässt. Einmal Steinsalz, Kurkuma macht die Farbe sehr schön gelb, unter anderem Antioxidantien, sehr im Trend. Dann habe ich hier Senfkörner, die werden nachher grob geschrotet. Ein Rohrzucker unbehandelt, ein Balsamico-Essig. Dann haben wir hier Majoran und Bärlauch. Und last but not least natürlich Senfmehl. So.
So, ist noch der Bärlauch. Wichtig dabei ist, dass er nicht kocht. Es gibt Leute, die den kalt anrühren, aber das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. So, eine schöne gelbe Farbe, das ist das Kurkuma. Natürlich auch Senfmehl. So, und während das hier so langsam sich erhitzt, werde ich jetzt die Senfkörner grob schroten. So. So, jetzt kommt wieder die kleine Moulinette zum Einsatz. Jetzt machen wir hier die Senfkörner rein. So, die werden jetzt nur grob. So sieht das dann aus. Sind dann teilweise noch ganze dabei. Das meiste ist grob zerstoßen, kommt aber erst ganz am Schluss rein. Wenn die Temperatur, ich schaue schon mal, fängt schon an hier. Das kann man schon jetzt ausstellen. Ich ziehe das mal jetzt rüber weg, damit das nicht hier anfängt zu kochen. Hat das schon die Konsistenz? Das dickt natürlich nach, wenn das dann abkühlt. Ja? Und jetzt kommen die Senfkörner rein. Die geschroteten Senfkörner. Jetzt warten wir einen Augenblick, Temperatur ein bisschen runterkommt und dann kommt Balsamico-Essig zum Schluss rein. 15 Minuten warten oder so ein bisschen abkühlt, dass das eben halt so ein bisschen unter 90 Grad ist halt und dann mache ich den Essig rein und das war's dann. So. Wie bist du auf die Idee gekommen, Senf selber zu machen? No, ich habe das von Christian übernommen, der hat Senf selber gemacht. Dann mache ich auch meine Tomatensoße selber. Da braucht man nur 3 Sachen für die Tomatensoße. Das ist einmal klar frische Tomaten, dann kommt Tomatenmark rein und Apfelmus und jeweils 1/3. Und der einzige Zucker, der im Tomatenketchup bei mir drin ist, ist der von dem Apfelmus. Also er ist nicht zuckerfrei, wenn man es mal genau nimmt, weil der Apfelmus auch gesüßt ist. Ne? Ich glaube, so ganz ohne würden die Kinder auch streiken. Habe ich mal gehabt, eine Mutter mit ihrem Kind, habe ich Ketchup gegeben und das Kind total entsetzt die Mutter angeguckt. Mama, das ist kein Ketchup, das schmeckt nach Tomate. Danach habe ich aus meinem Ketchup Tomatensoße gemacht. Ich habe einfach Tomatensoße draufgeschrieben. Dann weiß jedes Kind Bescheid, ist nicht überrascht, schmeckt nach Tomate. Ja. Zum Ende das Essig rein. So. So.
Ah, da bist du. Morgen der fleißige Welt. Morgen. Na? Alles gut? Ja, alles gut. Okay. Steht der Wagen gut so oder müssen wir den noch ein bisschen an die Seite schieben? Klappt. Ja, so lass, du kannst lassen, kannst du runterlassen. Und das so? Okay. Ja, am Mittwoch hat so viel geregnet. So. Okay, hast du? Ja. Machst du den Boden? Willst du Tische jetzt holen? Ja, oder? das Ah ja, dann mach du mal Tische. Warum so früh eigentlich? Zu früh, du weißt, wie lange das dauert hier, alles auszupacken, den Grill anzumachen, die Würstchen vorzubereiten und das alles. Das dauert locker 2 Stunden Minimum. Und eigentlich sollte man um 8 Uhr verkaufsbereit sein. Und ich bin verkaufsbereit, sobald ich die Seite aufmache und Eier hinstelle. Deshalb bin ich dann auch immer weit vor 8 verkaufsbereit, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist immer so eine Auslegungssache. Wir haben ja viele hier, die nur Mittagstisch anbieten. Ne? Warum sollten die um 8 da sein? Aber es gibt gewisse Regeln. Genauso wie man bis 16 Uhr offen haben muss. Es sei denn, man hat nichts mehr. Ansonsten muss man bis 16 Uhr aufhaben, damit die Leute, die auf den Markt gehen, sich auch darauf verlassen können, dass sie um 16 Uhr bzw. kurz vor 4 auch noch was bekommen und nicht die Hälfte des Marktes zu ist. Wäre auch unfair gegenüber den Kollegen, die bis 16 Uhr bleiben, weißt du? Von daher, ja. Das wäre
Licht. Ja, ja, guck. Der hat Sinn macht. Hier die schöne Seite vorne. Das ist noch ein Erbe von meinem alten Chef, von dem Christian. Ich weiß nicht, wie alt die ist, aber die war schon alt, als ich noch bei ihm gearbeitet habe vor 20 Jahren. Der Rest vom Mittwoch an Eiern. Da draußen, da Oderbruch die Richtung, ne? Das ist der Körner. Frisch gelegte Eier. Hab zum Glück einen Hydranten, der ist gleich bei mir nebenan. Ich glaube,
glaube, ist der einzige Hydrant hier am Markt. Spezialhandschuhe. Hier, rüber machen. Oh, Wenn du, Winter oder? Ach so, von der Wenn du offenen. den Grill an, kannst du so Oh, rein, sehr weißt gut. du? Da musst du keine Pappen mehr nehmen und so. Selbst wenn er liegt, hält er das Schild noch hoch. Der Ofen sehr cool. Ja, oder? Ist doch cool, ja? Cool. Also manchmal richtig rein. Ja. am Ende oder so. Ja. Aber sollst du nicht hier lassen? Gute Idee. Danke, Benny. Guck mal, machen wir, was Tina uns geschenkt hat. Oh, Champagnerkasse hat sie keine gefunden, deshalb hat sie hier mit Fischscheine. Scheine rein, Schwein. Gute Reime. Habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Ja, dann lass uns mal hier. Ja, ja. Morgen. Morgen, Bernie. Jasmin noch nicht da? Die kommt erst um 11. Ah, okay. Rot. Guck mal, ich habe sogar eine Kiste. 3 Kümmel und 2 normale. Magst du mehr Kümmel haben? 3 Kümmel sind immer mehr. Nee, das wusste ich nicht. Ja, guck mal. War Team dabei. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Danke dir vielmals. Wann kommt Paul? Um 10? Ja, der hat Frühdienst heute. Sehr gut, ja? So, Mahmoud, ich glaube, Schritten sind noch keine da, weißt du? Schritte? Schritten sind noch keine da. Dauert ein bisschen, genau. Jasmin kommt erst. Manchmal kommt ein bisschen spät. Ja. Mal dann schneiden wir. So, müssen wir jetzt. Soll ich ein bisschen schneiden? Ja, mal.
Käse. Und Ketchup.
Kommt da Wasser rein? Ein bisschen manchmal, ja, müssen wir. Damit sie nicht die brennen und so. Weil das, also Lamm und Rind, das Fleisch geht so schnell trocken. Anders wie Schwein ist. Das Schwein hat ein bisschen saftig drin und dann, wir müssen ein bisschen Wasser, damit sie nicht richtig trocken sind. Ja. Jetzt das Brot. Zwei verschiedene Brot. Kummelbrot und normal ohne Kummel. So, hab gleich Schritt mitgebracht von Melzer. Und noch Servietten aus dem Lager. Und wie läuft's? Das ist gut. Ganz entspannt. Fast geschafft. Wenn der Wagen leer ist. Ja. Hast du für draußen schon Müllsack gemacht? Draußen? Hab ich draußen, ja klar.
wünsche ein schönes Wochenende. Dankeschön. Viel Erfolg, guten Verkauf. Ja, danke, danke. Danke. Wir arbeiten dran. Tschüss. Ich soll beim nächsten Mal.
da richtig, ja. Was jemand, der auf die aufpasst? Und der letzte. So. Langsam mal. Ich muss noch mal kurz ins Lager fahren. So, ja. Ich habe noch vergessen, die Käsbuletten mitzubringen, eingeschweißte. Eigentlich fragst du mal Käsebulette. Da auch die Wolken auf diese. Ja, wieder mal. So sieht's aus. Dauert noch ein bisschen. Besser.
Haben wir schon Lamm und Rind jetzt gedreht, schon fertig die Massen. Und jetzt kommt dann Kräuter aus Schwein. Kräuter Schwein. Genau. Die klassische Bulette. Ja, klassische Bulette. Und dann Übrigens in meinen Buletten ist gar kein Brot drin, ja? Also nur Fleisch und Kräuter. Gerade die Merguez-Bulette kann ich nur wärmstens empfehlen, wobei die auch kalt schmeckt, ne? Kann man auch sagen. Ne? Und auch die Kräuterbulette vom Havellandschwein, beziehungsweise jetzt kommt das Schwein aus der Prignitz, auch sehr lecker, auch kein Brot drin, nur Ei, Senf, Gewürze und Kräuter. Ja, also für Leute, die Glutenunverträglichkeit haben, hervorragend. Und die gerne Fleisch essen wollen, auch hervorragend. Hallihallo. So, welcher Wurst oder welche Bulette? Genau. Die normale Schinken, Klassiker? Veganer. Mit Sauerkraut. Genau. Komplett. Bauburger. Und Senf, ja? Oder Ketchup? Haben wir 13,50 zusammen, bitte. Ja, soll so sein. Ja, einfach rein. Nee. Schlecht. So, kommt was dazu? Das ist alles. Vielen Dank. Dankeschön. Das macht 4 Euro bitte. Morgen. Das sind die Merguez, Lamm und Rind. Und die Kräuter aus Schwein eigentlich dauert ein bisschen. Lamm und Rind. Ein Stückchen Brot und Senf oder ein Brötchen. Wurst dazu. Auf normale Relation gleich ist. Ja. Sehr gerne. Im Sud habe ich die anderen. Merguez, Lamm und Rind oder Rind? Lamm. Jawohl. Und eine Merguez Bulette. Ja. Bisschen Senf oder Ketchup? Ihren, Jawohl. den Wundersenf von Ihnen. Und ich habe selbst gemacht. Genau. So, Kummelbrot oder normal, ohne Kummel? Ohne alles. Ohne, ohne Brot, ja? Ohne. Okay. Das macht 6 Euro. 60 Cent bitte. Da 7. Ja, der Wundersenf, der ist echt gut. Der hier, ist es der? Ist es derselbe? Der hier? Ja, genau, der ist selber hier.
Servierten, sagt Bernhard, sind bei dir? Ja, Moment, wenn hier mal 2 Scheiben 15er auch gemischt Herrschaft. Die Heidelberger als 2 Scheiben. Die Bolette oder den Wurst? Wurst. Wurst war Lamm und Rind gemischt. So, wieder ein bisschen Und sehen. der Supersenf nochmal dazu. Ja. Ein klein bisschen Ketchup, um zu probieren daneben. Okay, schmeckt sehr lecker. Auch vom Chef selbst gemacht auch. Oh, okay. Schmeckt auch sehr lecker. Auch bei mir zu Hause immer gibt es auch sowas. Okay, danke. So, bitte sehr. Guten Appetit nochmal. Danke. Ja, geht jetzt los hier. Hallo, na? Alles gut bei euch? Seid ihr gerne eine Rinderbratwurst? Rinderbrat. Auf normalen Teller wie immer zum Gleichessen, ja? Ja, genau. Gerne. Mit Sauerkraut. So, eine Rinder. Senf oder Ketchup? Und eine Meckes-Bulette. Meckes Bulette. Sehr gerne. Also ich sage mal, Spanier und Nein und. Muss ein bisschen Ketchup auch dazu? Oder geht's so? Halb. Wie letztes Mal. Das ist ja nicht so, als wenn es hier noch nicht warm ist. Es ist nur nicht mal eine Woche am Stück, sondern 2, 3 Tage und dann geht es auch gar nicht. Und der kann wir auch nicht. Heute so anders. Vielleicht kommt die Sonne noch ein bisschen raus. Kommt was dazu? Ja, einmal die Klopse mit Kartoffelpüree. Klopse mit Kartoffelpüree, sehr gerne. Wieder mal ein bisschen rote Beete an der Seite. Sind das die Rezepte auch von Bauer Lindner? Jein. Also das sind jetzt keine Geheimrezepte. Was die Wurst angeht, kann man in jedem Fleischerhandwerkbuch nachlesen. Ne? Ich habe ein bisschen was dazu kreiert. Also ich habe das ein bisschen erweitert, dass ich dann eben halt bei der Schinkenbratwurst Möhre, Zwiebel und Sellerie drin verarbeite in einem geringen Maß, dass es ein bisschen aromatischer wird. Ich habe die Merguez-Bulette kreiert, habe dann also das erweitert mit Jalapenos, Schafskäse, Paprika, frischen Koriander und Mittagstisch sind größtenteils Rezepte von meiner Mutter. Diese sozusagen Hausmannskost wie heute Königsberger Klopse und nächste Woche gibt es ein Züricher Geschnetzeltes, aber auch ein Bœuf Stroganoff. Also es wird immer gewechselt zwischen Rind, Schwein und Geflügel. Ja, und da gibt es dann wahlweise immer 2, 3 Gerichte, die ich dann immer anbiete. Also wenn du nachher einkaufen kommst, nur Gutes erzählen, ist klar, ne? Naja. Ihr macht ja noch eine zweite Runde, schätze ich mal, ne? Oder nicht? Noch eine dritte. Das ist ja das frische Wetter zum Spazieren gehen, ne? Oder nicht? Bis später. Bis daher, tschüss. Eine Bulette. Oder nee, so eine Bratwurst. Eine Bratwurst. Von den Schinken hier vorne, Klassiker, ja? Stückchen Brot oder ein Brotchen? Ohne Brot, bitte. Jawohl, aber ein bisschen Senf. Oder Ketchup. Senf, jawohl. So, macht 3 Euro bitte. Vielen Dank. So, bitteschön. So, darf sonst noch was sein? Dann sind 6,50 bitte. So, schön. Schön. Danke, schönes Wochenende. Tschüss. Das hätte ich gern und dann 6 Würstchen, 3 von denen und 3 von denen zum Mitnehmen. Rind, meinst du, oder? Genau, 3 Oder von denen. Megas Lamm und Rind. Okay. Achso, 3-mal Rind, 3-mal Schinken. Genau. 3-mal Schinken, 3-mal Rind, jawohl. Sehr schön. So. Kein Brot? Bisschen Nee, Brot brauchen wir vielleicht? nicht. Danke. Ja, wie immer.
So, Danke. bitte sehr. So, 21 Euro, bitte 50 Cent. 23 bitte. Vielen lieben Dank. So, Danke. dann lasst euch schmecken und schönes kommt endlich Wochenende. mal ins Fernsehen. Bleibt gesund. Ciao. Ciao, bis nächstes Mal. Ciao. Ich meine, ich bin ja jetzt schon seit Januar 96 hier an dem Stand. Also ist ja schon eine kleine Zeit. Dass die vorher als kleine Kinder hier auf dem Brett standen und sagten, ich hätte gerne Wurst mit Zippel, heute mit ihren eigenen Kindern hinkommen und sagen, da habe ich schon drauf gestanden. Oder den kleinen, den kleinen Kindertisch, oder es war auch mal ein Holzschaukelpferd da gewesen und so. Ne? Ich sage, da habe ich als Kind schon drauf gesessen, dass ich das generationsüber weitergebe. Und dann eben halt viele Leute, sehe ich dann, die vorbeikommen, hier musst du mal eine Bratwurst essen. Oh, das ist super. Geheimtipp. Das siehst du nirgendwo. Oder wie auch immer. Ne? So, das ist irgendwie so, das macht mir dann auch Freude und Spaß, weil es auch eine ehrliche Sache ist. Ne? Also ich versuche da nichts drin zu verarbeiten oder wie auch immer. Okay, meine Preise könnte ich ein bisschen anheben, haben ja schon viele gesagt. Ne? Kalkulation, aber ich will ja schließlich nicht reich werden dran, sondern eben halt, sollte noch in der Relation bleiben, ne? So ein Stück weit. Solange es geht halt. Rechts ist Rind und links Merguez. Wegen Lamm. Lamm, L wie Lamm. Links Lamm. Ach so. Rechts Rind. Genau, und das ist Schwein. Aber er hat ja auch ein Grill hier. Jawohl. Bulette mit Senf und Stückchen Brot, ja? Genau. Jawohl. Als Zehen musst du selber nehmen. Der Herr klein schneiden? Ja, gerne. Jawohl. Und Brot mit Kümmel oder ohne Kümmel? Mit Kümmel bitte. Sehr gerne. Und Serviette, erstmal bitteschön. Meinen Sie jetzt, der Wurst. 6 Stück, sehr gerne. So, 20 und 5 macht insgesamt 15,80 Euro. So, 34,20 Euro zurück. Guten Appetit. Entschuldigung. Guten Appetit und viel Spaß beim Grillen, ja? Ja, danke. Sehr gerne. Im Brotchen? Ja. Jawohl. Senf oder Ketchup? Senf bitte. Jawohl, gerne. Oder geht auch beides? Ja klar. Scharf oder normalen Ketchup? Wie scharf ist es? Nicht so scharf, nicht so scharf. Selber gemacht mehr scharf heute. als ich, aber ich nehme ein bisschen. Ich kann gemischt machen. Nee, mach ein bisschen davon, ist okay. Bisschen scharf? Okay. So, 3,40 Euro macht, bitte. Sieht ein bisschen besser aus, ne? Schneller weg als man Und denkt. frisch vom Stück, ne? Freue mich schon drauf. Ja. Jawohl. Stückchen Brot und Senf, ja? So, was haben wir hier? 6 Euro, machen wir einen Fünfer drauf, ja? Zippelrabatt. Bisschen schneiden, ja? Salami so an die 100. Nochmal, was sind der? So 70 Gramm? Stückchen Brot und Senf oder 80 Gramm. Lassen Sie, sind an 100 Gramm. Ne? Ohne Senf gekochte Eier haben wir. 4 Euro Eier, ne? Genau, richtig. Da haben Sie recht. Dann sind es 11. Nein. Oft Feipappen, ja, sind parat. Gerne. Weiter mit Senf und Brot. Ja. Jawohl. Dann ein bisschen mehr mitgebracht. Das hätte ich schon gesagt. Dann weiß er voraus. Ja, genau. Kümmelbrot, ja? Oder ohne Kümmel? Ohne eins mit, wenn es geht. Gerne. Das ist die Merguez mit Kümmelbrot Ja. und Kümmelbrot. Oh, guten Appetit und schönes Wochenende, ja? Ciao. Oh, hallo, mein Lieber. Hallo.
Geht's Ein Wunder, ganz gut, danke schon. Ja, und alles gut bei dir, ja? Ja, auch. Sehr schön, das freut mich. Zweimal eine schöne Suppe. Sehr gerne. Auf eine Pappe, zwei Pappen, zwei verschiedene, ja? Von den Schinken. Egal was, was schön dunkel ist, genau. Okay, ich habe ein paar Megas, die sind richtig durch und dunkel geworden. Sehr schön. So, Senf und Brot beide, ja? Gerne. Mit Kümmel oder ohne? Einmal. Ja. Wie schön. Ja. Dann haben wir 8 Euro. Diese? Ja. 2,70. So, bitte sehr. Macht zusammen 6 Euro. Danke dir. Gerne. Hallo, ich habe 2 Rinderbrüste. Sind Senf? Vielleicht Ketchup? Auch nichts. Brot mit Kümmel oder ohne Kümmel? Ohne Kümmel. Sehr gerne. 1, 2. 2 bitte. Jawohl. So, greife vielleicht bei mir und normale Besteck sind vorne, ja? Macht zusammen 6 Euro. Der Herr, 2 Serviettchen. Ach so. Danke. Bis bald, ja? Ciao. Guten Tag, mein Lieber. Megas Buletten. Megas, Lamm und Rind. Ja, miteinander. Einer so, einer so? Einer so, einer so. Gerne. Eine Schwein, eine Lamm und Rind. Nix. Einbacken. Gerne. Einen weiten Weg. Und jetzt den großen Schale, ja? Groß, kleine von Sauerkraut. Von daher, nächste So. Woche gibt es Spätzle. Und der Herr war lecker. Lecker. Ein Fähnchen, ja? Ja klar, ja klar. Sehr gerne. Ciao, schönes Wochenende. Ich kann aber Würstchen reinmachen. Ja, sehr gut. Das sind 11,30. So, ein Landbackbrot, ja? Genau. Ja, 6,90, 8,90 und wir machen 11 Euro Blatt, der Herr, ja? Stammkundenpreis. Das sind Zwiebelrabatt. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Sehr gerne. Vielleicht? Immer nicht. Bitte sehr. Schön. Hallo, jeweils klein. ich kann dir was geben. Das ist Speck und eine Wurst. Bisschen Senf. Diesmal hast du Senf auch genommen, ja? Brot auch. Genau. Wenn ihr bleibt, kommt am Ende unsere Fragen, ja? Vielleicht bleibt ein paar Würste. Später. Ungefähr 4 Uhr oder so. Wollen Sie das nicht gerne haben? Nein, nein. Kommt das manchmal vor? Oft kommen, oft. Gibt es manchmal, am Samstag kommt oft so ungefähr, also mindestens 5 oder 6 Nachfrage so von den Obdachlosen. Naja, der Chef ist, der gibt immer aus. Ach, okay. Ja, kann ich dir sagen. Ich bin 95 nach Berlin gekommen, habe mein Abitur nachgeholt am Berlin-Kolleg und habe einen Nebenjob gesucht. Und so bin ich hier zu Bauer Lindner gekommen, weil ich bei einem Bekannten um der Ecke gewohnt habe und der immer samstags hier auf den Markt ging. Da habe ich den Christian Lindner, den alten Bauer Lindner, kennengelernt. So, und da suchte jemanden für einen Grill und da habe ich da angefangen. Habe immer samstags hier gegrillt.
So, und das hat sich dann bis 2013 fortgesetzt. Habe nebenbei studiert noch auf Lehramt, unter anderem Fleischtechnologie. Das passt also ganz gut. Habe mit ihm zusammen Wurst gemacht. Habe alles das, was er gemacht hat, auch mir angeeignet. Bin ja gelernter Koch auch, von daher hat das alles gut gepasst. Ja, und dann habe ich dann 2013 das übernommen, war fertig mit meinem Studium. Konnte ich überlegen, gehe ich an die Schule oder übernehme ich den Stand? Und da habe ich gesagt, dann übernehme ich den Stand. Er ist dann in Rente gegangen. Genau, das ist jetzt gut 11 Jahre her. Dann habe ich dann das mit den Mittagstisch ausgeweitet und einfach mehr dieses Streetfood etabliert. Das war vorher nur Bratwurst und hauptsächlich Käse und Wurstwaren, also Schinken und so. Und ich habe das dann, da waren noch Eier da und beziehungsweise Kartoffeln und Möhren und so. Und ich habe das jetzt ein bisschen schwerpunktmäßig auf Streetfood gelenkt, weil das auch mir entspricht. So. Auch mit Kürbis. So, das ist die Maggets, ja? Ja, danke. Macht insgesamt 6 Euro. Danke. Jetzt sind zurück. Lasst euch schmecken. Danke. Das sind übrigens die besten Würstchen ever. Ne? Also die kaufen wir seit 15, 20 Jahren hier. Und einfach nur lecker. Ja. Ja, danke schön. Danke gleichfalls. Tschüss. Und das sind die Kräuterbulette aus Schwein. Ich habe die andere auch Lamm und Rind gemischte Fleisch. Die Bart. Senf. 6 Euro, ne? 6 Euro zusammen dann bitte. Einmal die hellere. Lasst euch schmecken und schönes Wochenende wünsche ich euch, ja? Wir haben eben gesagt, die beste Wurst der Welt. Kommt ihr öfter hierher? Eigentlich nur wegen der Wurst kommen wir hierher, ja, und das auch öfters. Ja, es ist schon Motivator, hier am Winterfilmmarkt zu kommen. Jeden zweiten Samstag. Das, ja, Zeit. Was treibt dich an, das zu machen? Also ich glaube, ich habe das durch meine Lehre mit 16, als ich 3 Jahre Restaurantfachmann gelernt habe und anschließend 2 Jahre Koch, bin dann wieder zurück in den Service gegangen. Nicht, weil ich nicht kochen konnte, sondern weil die Stelle wurde mir angeboten. Und ich glaube, ich bediene gerne. Ich diene gerne und habe Spaß dran, die Leute zu sehen, wenn es denen schmeckt. Und ja, das ist, glaube ich, wie Applaus beim Theaterspiel, wenn man als Schauspieler auf der Bühne ist und den Applaus, darum macht man es eigentlich irgendwie. Und ich bin zufrieden, also macht mich glücklich, kann man so sagen. Ne? Ich wäre bestimmt auch glücklich geworden als Lehrer, aber ich weiß nicht, ob die Schüler so glücklich geworden wären. Ein Habibi-Teller für 2, bitteschön.